Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, nachhaltige Architektur, ethische Verantwortung, Solarenergie, erneuerbare Energie. What's the Energieregion Oststeiermark? Biomasse, Erdwärme. And can anyone tell me the difference between Sonnenkollektoren and Photovoltaik? Guten Tag, mein Name ist Horst Fickel. Ich bin Familienvater, Elektroingenieur für Gebäudesystemtechnik und Mitglied im Rotary Club Feldbach. 30 Jahre zuvor hatten einige Leute begonnen, Solarpaneele in Eigenbauweise zu bauen. 15 Jahre später hatten sie eine höhere Solardichte als in ganz Europa. Derzeit produzieren wir unsere benötigte Energie zu 70% aus erneuerbaren Energieträgern. Unser großes Ziel ist es, 2020 diese Energie zu 100% mit erneuerbaren Energieträgern abzudecken. Unser Ziel war es daher, ein spezielles Reiler-Seminar zu entwickeln, um unsere Visionen für den Einsatz der erneuerbaren Energie den Jugendlichen näher zu bringen. Wir wollen ihnen zeigen, wie aus unserer Vision Wirklichkeit geworden ist. Personally, I think it's a topic that doesn't only concern a region or a whole country, but moreover each individual. And so it's a topic of the future. And in my opinion, quite interesting and of high potential. So that's why I'm here. The first meeting of the Reiler seminar took place in the Rondo building in Graz, which is a prime example of modern and sustainable architecture. After the welcoming words by Wolfgang Trink, the president of the Rotary Club Graz, Günther Erdler, the president of the Rotary Club Feldbach, introduced the energy vision of Rotary International. The Reiler seminar was motivated by the idea of making this vision public and, above all, to give the adolescents an understanding of the importance of this topic. Ethische Verantwortung. Was bei der ethischen Fragestellung für mich so im Vordergrund steht, ist, dass ethisches Handeln immer schon diskutiert wurde. Die kosmische Dimension des eigenen Lebens, die einen davon abhält, so ganz kurzfristig. Hans Ferdinand Angel is also a member of the Rotary Club Graz and talks at the seminar about the complexity of ethical decisions regarding the ecological problems and whether a spiritual approach can be helpful. Dieses Aushalten des anderen als ganz anderen ist das, was oft dann mit dem Wort Bibel bezeichnet wird. While taking a tour around this architectural, stimulating building, a project the architect Markus Pernthaler was a part of, it was pointed out in what a resource and environmental friendly way it was built, and at the same time offering maximum comfort and life quality. The Rondo building is ecological and cost-centered, with alternative energy systems in the effect of a passive house. What's the Energieregion Oststeiermark? Eine Region, die den Strukturwandel regional und aktiv mitgestaltet. Erneuerbar ist, sprich Windkraft, Photovoltaik in dieser Richtung, 1%. Bessere fossile Brennstoffe, 85%. Since 1998, Christian Luttenberger works in the field of renewable energy and energy efficiency in close cooperation with companies, communities and regions. Here he explains the idea of the life cycle expenses, which take into account not only the first cost, but also the arising expenses during lifetime. Und wenn man nicht nur die Investitionskosten am Anfang, die natürlich hohe Kosten verursachen, hernimmt, sondern wirklich alle anfallenden Kosten. Energieeffizienz. Das ist eine sogenannte Demografieaufnahme eines Hauses. Man sieht hier zum Beispiel auf der rechten Seite ein Haus, was sehr schlecht isoliert ist, das sehr viel Wärme verliert. Man sieht das an den roten Stellen. Und auf der linken Seite sieht man eher ein Haus, was schon relativ gut isoliert ist. Wenn ich Generatoren antreibe, dann wiederum Strom produziert, den Abfall wieder dann auch
Horst Fickel, Austrian Solar Prize winner, who also was a consultant for the Rondo building, talks about different options of how to build in an energy-efficient way and how in the long run money can be saved. Nachhaltige Architektur. Mein Bestreben war es immer schon, Architektur und erneuerbare Energie zusammenzuführen. Wir gesehen haben, in unseren Breiten durchaus locker können solche Häuser bauen. Ich glaube nämlich nur, dass die Erwin Kaltenecker, who is an Austrian and European Solar Prize winner and a member of the Rotary Club Weiz, is working in the field of sustained, energy-optimized construction and renovation of buildings. His ultimate goal is an independence from external energy sources through, for example, the construction of plus energy houses. Solarenergie. Wir leben eigentlich auf die Ressourcen der Zukunft unserer Kinder, der Zukunft der Generationen. Wir haben eine Welt zur Verfügung, der weltweite Energiebedarf steigt kontinuierlich. Wir verdoppeln eigentlich die Summe. Gerhard Korpic, Solar Prize winner and winner of the European Solar Award, is leading in the development, production and distribution of grid connection photovoltaic system solutions ranging from the simple one-family house to architectural special solutions. He presents facts and data concerning the energy demand worldwide and predicts a worldwide crash in the future if no change will be made. Biomasse. Einsatz von Biomasse, Einsatz von erneuerbarer Energie hilft uns, die Umwelt sauber zu halten, also CO2-neutral zu heizen. 60 Millionen, also das sind Umweltkosten, also diese 134 Millionen Liter. Helmut Matschnik works for KWB, a leader in the technology of biomass heating systems throughout Europe. He explains the importance of biomass for the Austrian economy and how widely small regions can profit from the use of this source of independent, sustainable, safe and renewable energy. Nachhaltigkeit. Die Zukunft heißt, laut unserer Vision, dezentrale Mehrstoffzentren. Strukturen ändert etwas, dass man einfach nicht jeder seine eigene Molkerei macht, jeder seine eigene Biogas. Birgit Birnstingel-Gottinger is trying to develop the agricultural sector as a key sector for sustainable energy and economy. She describes the approach of changing the structure of the agricultural sector and how small communities can become compatible and work hand in hand with the industry. Mit dem Gewerbe gemeinsam eine Diskussion führen, welchen Bedarf hat die Industrie. Erneuerbare Energie. Was wir heute tun oder unterlassen, hat unmittelbare Auswirkungen, was unsere nachfolgenden Generationen vorfinden werden. Wir reden zwar von Energie, aber letztlich geht es ums Leben. Ne? Fritz Binder-Kriegelstein is an energy expert, green energy consultant and lobbyist, and highly devoted to spreading the idea of renewable energy. Developing hydro and wind power plants, he knows about the role of politics in the changing energy sector. He calls on everyone to do what he or she can do to save energy, for example by walking instead of using the car, but also through political engagement. Because the bottom line is that we're not talking about energy, we are talking about life. So yesterday we basically had the theory about everything concerning sustainability in each sector. And today we covered the practical part. Now we see vision goes reality. Buildings in all different kinds, how the development went on. From what I can
get, it's all about renewable energy sources and applications in the real world.